Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Wie ihr im Hintergrund seht, ist Liz auch mit dabei, weil diese Strecke hat sie sich ausgesucht. Es soll so ein kleiner Testlauf werden für den Grenzmarsch. Und ich habe euch ja gerade auch ein Schild gezeigt. Wir sind hier wieder auf dem Stadtgarten-Wanderweg. Diese Strecke bin ich selber schon mal gelaufen. Das Video natürlich wie immer werde ich euch oben verlinken. Und den wollen wir heute mal bestreiten. Bei super herrlichem Wetter. Es soll allerdings heute bis zu 26 Grad warm werden. Darum wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis wir unsere Pullis wieder ausgezogen haben und nur noch mit T-Shirt rumlaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns begleitet und wir schauen mal so, was wir am Wegesrand entdecken können. Da kommen wir dann wieder an einen historischen Ort, besser gesagt ein Gut vorbei, das Gut Seekamp. Wie ihr auf der Tafel lesen konntet, wurde es im 16. Jahrhundert errichtet vom Grafen von Rantzau. Und der Graf von Rantzau war dann halt in den Diensten des dänischen Königs. Das hatte ich ja schon mal bei ein paar Touren erwähnt, dass ab dem Mitte des 15. Jahrhunderts die Schleswig-Holstein durch den dänischen König verwaltet wurde bis zum Deutsch-Dänischen Krieg im 19. Jahrhundert. Das Gut selbst ist nicht mehr der Originalbau. Da wurde ein neues Gutshaus aufgerichtet. Und in dem Park befindet sich auch ein Skulpturenpark. Wir haben jetzt etwas über 4,5 Kilometer hinter uns gebracht, sind jetzt zwischen Altenholz und in die Richtung ist Holtenau. Was ich euch schon mal sagen kann oder ein Tipp von mir ist, wenn ihr diesen Wanderweg auch nachlaufen möchtet, ladet euch die GPS-Daten runter von dem Stadtgarten-Wanderweg in Kiel, weil hier muss man ab und zu mal die Punkte suchen, wo man abbiegen muss. Also wenn ihr einen Punkt überseht oder einfach vorbeilauft, dass ihr dann halt ein bisschen viel Strecke macht, was der nicht einbringt. Was ich aber schon positiv bemerken musste, weil ich hatte es ja bei meinem ersten Teil vom Stadtgarten-Wanderweg schon mal mokiert. Es gibt jetzt mehr Rastplätze, die man nutzen kann. Und dort ist auch immer ein QR-Code, wo man sich nochmal die Karte runterladen kann. Oder man gelangt auf die Seite des Stadtgarten-Wanderweges. Hier sind wir jetzt in Friedrichsort bzw. in Holtenau Ost. Hier steht noch Sanierungsgebiet Holtenau Ost, was die Stadt gekauft hatte. Aber dies wird wohl nicht passieren, weil das MFG 5 Gelände, also das Marinefliegergeschwader 5, wurde zurückgekauft von der Bundeswehr und sie soll wieder reaktiviert werden. Deswegen wird es demnächst spannend werden, was aus dem Gelände so wird, auch von den Vorhaben, weil die
Bundeswehr hat auch versprochen, die geplanten Wohnungen ein Grundstück zu bieten. Und hier im Plüschowhafen zum Beispiel gibt es ein Hausboothafen. Das ist ein besonderes Wohnprojekt hier in Kiel. Die müssen leider auch vermutlich ihren Platz aufgeben. Aber schauen wir mal, was da draus wird. Hier sind wir jetzt direkt in Holtenau in der Nähe der Schleuse. Und da gab es mal wieder einen Effekt von Komoot. Komoot hatte gesagt, ja, jetzt links abbiegen. Und habe mich natürlich auch nur verlassen auf meinem kleinen Ohrwurm im Ohr. Und sind da lang gegangen und auf einmal sagte, ja, Strecke wird angepasst. Dann guckte ich auf der Karte. Ja, Komoot hatte da eine leichte Rechts-Links-Schwäche. Wir hätten uns eigentlich rechts halten müssen. Aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg und sollten gleich an der Kanalfähre sein, wo wir dann vermutlich mit der Adler 1 über den Nordostseekanal fahren. Hier sind wir jetzt angekommen auf dem Nordfriedhof. Dies ist auch der größte städtische Friedhof von Kiel. Und die Besonderheit hier ist, hier gibt es 3000 Kriegsgräber, die das gesellschaftlich-politische und geschichtliche widerspiegelt. Den Marinestützpunkt, besser gesagt, auch früher noch Kriegshafen von Kiel. Wir sind hier jetzt angelangt an dem Unicampus der Christian-Albrecht-Universität in Kiel. An diesem Ort hatte ich damals auch Pause gemacht, jetzt zusammen mit Liz. Mittlerweile haben wir ein bisschen über 15 Kilometer hinter uns gebracht und es sind aktuell gerade 25 Grad. Das nervt doch ein bisschen, das könnte etwas zu warm sein. Und seit der Fähre haben wir auch ein bisschen viel Asphalt unter den Füßen bekommen. Aber einen kleinen Wermutstropfen gab es. Wir sind am Holsteinstadion vorbeigekommen und dort gibt es eine Shell-Tankstelle. Dort haben wir uns nochmal schnell eingedeckt mit Kaltgetränke und einem Eis.
Das Eis ist natürlich schon längst weg. Wir haben dann noch so ungefähr so ein bisschen über 9 Kilometer, bis wir wieder zu Hause sind. Zumindest in dem Park, wo wir zu Hause sind. Und vom Park sind es nochmal ungefähr 1 Kilometer. Aber dann haben wir es geschafft. Es sollten, wenn es jetzt noch gut läuft, ungefähr 2 Stunden sein. Dann sollten wir eigentlich zu Hause sein. Aber mal sehen, wie es uns geht bei der Hitze. Da werden wir wohl öfters mal eine Pause machen und dann doch viel mehr trinken als sonst. Hier sind wir jetzt auf dem Parkfriedhof Eichhof. Wegen dem explodierenden Anstieg der Bevölkerung in Kiel wurde er 1869 angelegt und der größte Teil davon liegt in Kronshagen, einem Stadtteil von Kiel. Wir haben so langsam unseren Heimatstadtteil erreicht. Haben noch ungefähr 3 Kilometer, ja, ein bisschen, zumindest da, wo ich die Strecke stoppe. Dann sollten es ungefähr noch mal 500 Meter sein bis nach Hause. Aber wir merken, dass jetzt die letzten Kilometer sich so ziemlich ziehen, weil es donnert die Hitze doch ganz schön rein. Und wir haben jetzt vor kurzem wieder eine kurze Pause gemacht und die Erholungsphasen werden eigentlich, wo man sich gut fühlt, immer weniger. Also so eine lange Tour bei diesen Temperaturen muss man nicht unbedingt machen. Das Gute ist, in der nächsten Woche ist bereits der Grenzmarsch mit den 27,5 Kilometer, wo wir in Flensburg starten, nach Dänemark hoch und wieder zurück nach Flensburg. Da soll es nicht ganz so warm sein, zum Glück, aber trocken. Aber wir werden uns mal auf die letzten 3 Kilometer machen und dann gibt es dann nachher noch das Fazit. So langsam kommen wir zum Ende der Tour. Wir haben jetzt noch mal grob 1 Kilometer bis zum Punkt, wo ich die Strecke stoppe. Und dann, wie gesagt, noch mal 500 Meter bis nach Hause. Das reicht dann noch so langsam bei der Hitze. Die Luft ist raus. Durch den ganzen Beton nervt auch noch dazu, dass etwas die Füße schmerzen. Zumindest bei mir, bei Liz ein bisschen döller. Aber sonst war die Strecke eigentlich ganz gut. Bei etwas besseren Temperaturen kann man sie gerne noch mal laufen. Und wie gesagt, ich werde euch das erste Video oben verlinken. Oder ihr schaut mal in meiner Playliste rein. Ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns beide begleitet habt. Und würde mich auch wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Denn natürlich nicht vergessen zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren. Und dann heißt das wie immer, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Die Seite des Stadtgarten-Wanderweges. Falls man noch nicht genug Kilometer hat, kann man noch ein bisschen Sport machen. Streber. Wir haben jetzt so langsam... Nase voll. Hä? Die Nase voll. Ja, das auch.